Hallo und herzlich willkommen bei Vitomalia. Ich bin die Paulina, habe hier neben mir den Andreas sitzen. Andreas ist Tierrechtsanwalt und heute sprechen wir über ein Thema, das viele von euch beschäftigt hat und wir auch viele Fragen über Instagram diesbezüglich bekommen haben. Und zwar geht es um das Mietrecht in Kombination mit dem Hund. Was darf der Vermieter überhaupt? Darf er den Hund verbieten? Darf er vielleicht auch irgendwelche Vorlagen aufsetzen? In diesem Sinne, viel Spaß! So, Andreas, eine der häufigsten Fragen, die wir zu dem Thema bekommen haben, ist vor allem die erste: Darf der Vermieter einen Hund überhaupt verbieten? Da ist die Rechtsprechung seit 2013 vom Bundesgerichtshof relativ klar. Er darf die Hundehaltung nur dann verbieten, wenn er ein berechtigtes Interesse hat. Also generell ist die Hundehaltung erlaubt, es sei denn, der Vermieter hat ein ganz berechtigtes Interesse, was er auch darstellen muss. Also wenn er beispielsweise sagt, ich habe Angst vor einer bestimmten Hunderasse und kann das auch belegen, wie auch immer er das belegt, dann wäre das so ein Grund, weshalb er dem Mieter verbieten dürfte, so einen Hund zu halten. Oder im Haus lebt jemand, der hat eine Hundehaarallergie. Gesetzt den Fall, es ist medizinisch nachweisbar, würde das Recht vorgehen und der Vermieter dürfte die Hundehaltung für diesen speziellen Mieter verbieten. Ansonsten darf er das prinzipiell nicht. Das heißt, er könnte auch auf eine spezifische Rasse eingehen, beispielsweise typischerweise Listenhunde. Viele Vermieter erlauben ja, oder zumindest ist es das, was wir als Feedback bekommen ganz oft, dass uns Leute schreiben, ein normaler Hund, ich nenne es jetzt mal so, ein Nicht-Listenhund wäre erlaubt, aber ein Listenhund ist nicht erlaubt. Das ist aber völlig legal so. Da gibt es mittlerweile schon Rechtsprechung, die das tatsächlich bestätigt. Meistens liegt das Problem aber daran, dass es der Listenhund ist, dass man Angst vor dem Listenhund hat. Und wenn man versuchen kann, diese Angst abzubauen, dass der Vermieter sich beispielsweise den Hund mal anschaut, dass er sich über ihn informiert, weitere Informationen bekommt, dann kann so eine Angst abgebaut werden. Und dann steht normalerweise dem auch nichts entgegen, dass der Vermieter seine Meinung nochmal ändert und den Listenhund dann eben auch akzeptiert und toleriert. Aber wenn er von vornherein sagt, keine Listenhunde, dann muss ich das als Mieter oder angehender Mieter so akzeptieren. Ein Gericht muss immer den Einzelfall entscheiden. Und es mag das ein oder andere Gericht geben, das dann da sagt, nö, sehe ich jetzt anders. Aber da es Rechtsprechung gibt in dem Bereich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Mieter den Prozess verlieren würde. Okay. Wir hatten eine ähnliche Geschichte. Wir haben unsere Traumwohnung gefunden, wirklich. Also die war perfekt. Und letztendlich hat er uns abgesagt, nicht wegen Hunden, sondern wegen der Rasse. Und er hat gesagt, ich habe eure Videos gesehen, ihr scheint sehr vertrauenswürdig zu sein, aber trotzdem, er wohnt selber in dieser Wohnung, also in diesem Gebäude mit drin und hat gesagt, nee, das kann ich mir mit den Listenhunden nicht vorstellen. Das war für uns eigentlich schon ein kleiner Weltuntergang, weil es wirklich die perfekte Wohnung war. Das hat uns schon sehr traurig gemacht. Das glaube ich. Aber wir haben immer wieder Mandanten, die im Vorfeld dann sagen, ich habe einfach Schwierigkeiten, eine Wohnung zu bekommen. Ja. Gibt es da nicht die eine oder andere Möglichkeit? Und da rate ich dann beispielsweise an, eben beim Besichtigen der Wohnung ruhig den Hund auch mal mitzunehmen, dass derjenige sich direkt auch ein Bild über den Hund machen kann. Ich hatte einmal eine Anfrage gehabt eines Piloten aus Hamburg, der gesagt hat, ich finde keine Wohnung, ich habe genügend Gehalt, ich kann mir eine super Wohnung leisten, aber ich kriege einfach keine Wohnung, denn jedes Mal, wenn ich dann beim Gespräch sage, ich habe einen Hund, wird sofort abgelehnt. Dann habe ich gesagt, dann soll er es mal probieren, beim nächsten Mal mitnehmen und wenn es nicht klappt, soll er sich wieder melden. Das Gespräch war, glaube ich, vor gut 10 Jahren und ich habe nichts mehr von ihm gehört. Also es scheint funktioniert zu haben. Das ist doch schon mal gut. Und wie sieht es aus, wenn vorher im Mietvertrag steht beispielsweise Haustiere nach Vereinbarung? Das ist ja ganz oft einfach so allgemein gehalten. Muss ich vorher nachfragen wegen einem spezifischen Tier oder allgemein oder kann ich dann einfach davon ausgehen, dass ich einfach nur sage, ich hole mir jetzt ein Haustier und den Vermieter nicht weiter informieren? Also die Rechtsprechung hat sich eben im Jahr 2013 durch diese BGH-Rechtsprechung schon drastisch geändert. Früher war es einfach so, dass kleine Hunde erlaubt waren. Und kleine Hunde war dann tatsächlich diese Grenze West Highland Terrier. Das hat sich geändert.
Und klar ist auch nach dieser Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof, dass Tiere, von denen keine Belästigung ausgeht, Fische in einem Aquarium beispielsweise oder Hamster, Meerschweinchen, dass die grundsätzlich erlaubt sind. Da ein bestimmtes Argument zu finden, weshalb man diese Tiere ablehnt, die Haltung der Tiere ablehnt, ist sehr, sehr schwierig. Es sei denn, dass man dann irgendwie sagt, okay, das Einstreu, was in die Mülltonne geworfen wurde, das würde jemanden belästigen wegen Geruch oder sonst was. Also kommt normalerweise in der Praxis gar nicht vor. Und alles, was drüber war, über dieser Grenze, musste beim Vermieter nachgefragt werden. Okay. Mittlerweile ist es einfach so, dass die Tierhaltung generell nicht untersagt werden darf. Ein Hund speziell dürfte untersagt werden, wenn eben der Vermieter ein berechtigtes Interesse hat. Und dem muss ich dann auch nachkommen. Das heißt, im Grunde genommen ist es für die kleinen Tiere weiterhin so, dass die regelmäßig erlaubt sind. Wer sicher gehen möchte, der sollte halt tatsächlich auch einfach im Vorfeld mit dem Vermieter sprechen, ihn darauf aufmerksam machen, dann gibt es hinterher kein Problem. Und gerade bei den kleinen Tieren dürfte es sowieso kein Problem geben, aber die Regelung in den Mietverträgen ist einfach unterschiedlich. Man kann nicht sagen, dass eine bestimmte Regelung immer akzeptiert wird. Es kommt auf den Wortlaut drauf an. Das, was ich jetzt dargestellt habe, ist die Grundregel. Du sagst berechtigtes Interesse. Oft ist es ja auch so, gerade auch in Deutschland, in größeren Städten hat man ja das Problem, dass sich viele Leute auf eine Wohnung bewerben. Da kann man das ja nicht wirklich nachweisen. Da kann ja auch der Vermieter einfach sagen, ich nehme jetzt einfach jemand anderen, der keine Haustiere hat. Sollte man das als angehender Mieter nochmal hinterfragen, da vielleicht schauen oder würdest du empfehlen, lieber weiterzusuchen? Das kann man pauschal nicht beurteilen. Tatsache ist, wenn ich die Wohnung unbedingt haben möchte und ich weise nicht darauf hin, dass ich beispielsweise jetzt eben einen Listenhund habe, dann wird es hinterher Probleme geben. Gehe ich offen mit der Situation um, kann es aber unter Umständen auch gerade für den Vermieter ein Grund sein, dich zu nehmen, weil du ja ihn schon offen auf dieses Problem angesprochen hast. Da gibt es keinen Rat, den man geben kann. Das muss man tatsächlich für sich selbst entscheiden. Ich habe auch Mandanten gehabt, die den Hund einfach angeschafft haben und dann gewartet haben, wie der Vermieter reagiert. Okay. Zur Not klage ich. Das ist sicherlich ein probates Mittel. Ob es für jeden gerade passt, ist die andere Frage, weil man verstößt natürlich schon gegen eine Vereinbarung, die man getroffen hat. Und gegen den eigenen Vermieter zu klagen, ist natürlich auch nicht immer ganz einfach, denn man möchte in Ruhe und Frieden leben. Gerade der private Bereich ist der ganz, ganz wichtige Bereich. Und deswegen mein Rat, kommunizieren, sprechen, Ängste abbauen, gerade bei bestimmten Hunderassen Ängste abbauen. Viele dieser Ängste sind einfach unberechtigt. Wenn ein Hund sich als bissig erwiesen hat, dann ist es natürlich nicht ganz einfach. Und wenn ich Mieter im Haus habe, die Angst vor bestimmten Hunden haben, weil sie Bedenken haben, im Hausflur kann sein, dass ich einmal dem Hund begegne oder im Fahrstuhl, dann habe ich als Mieter aber auch die Möglichkeit und kann ja bestimmte Verhaltensweisen einfach anbieten, dass ich sage, okay, freiwillig, ich ziehe meinem Hund einen Maulkorb an bis zur Straße, dann ist es wieder was ganz anderes. Oder ich nehme ihn an die kurze Leine. Wenn ich dann draußen bin auf dem Feld, kann ich lange Leine nehmen oder ihn dann von der Leine lassen. Aber in dem Hausbereich verhalte ich mich dementsprechend. Oder ich kann beispielsweise auch anbieten, ich fahre im Aufzug. Wenn ich sehe, jemand anders möchte rein, dann werde ich mich verpflichten, den Aufzug zu verlassen, damit der andere dann eben fahren kann. Also ein bisschen defensiv auch reagieren. Das ist aber ein das ziemlich sind, guter Punkt, ja. Das sind halt Verhaltensweisen, dazu muss ich auch bereit sein. Ja. Und im Dialog mit anderen Mietern geht es normalerweise ganz gut. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ganz oft nehmen Hundehalter ja auch irgendwie so eine Rolle von Opfern ein, die auch nicht immer gut begründet ist. Ich kenne das bei uns beispielsweise. Wir haben gar keine Probleme jetzt auch mit anderen Mietern zum Beispiel. Aber ganz oft, wenn wir im Aufzug sind, frage ich, wenn jemand vor mir reingegangen ist es okay, dass ich mit dem Hund jetzt noch reingehe? Und ich habe bisher noch nie Nein gehört. Also es ist okay, aber ich frage einfach aus Höflichkeit,
weil ich nur dann Respekt erwarten kann, wenn ich diesen Respekt auch zeige. Also das ist schon noch etwas, wo auch manche Hundehalter etwas lernen könnten. Du hattest jetzt auch die anderen Mieter angesprochen, wenn es zum Beispiel ein größeres Haus ist, wo unterschiedliche Mietparteien sind. Dürfen denn andere Mieter erwarten, dass, wenn man selber einen Hund hält, unabhängig davon, ob es jetzt ein Listenhund ist, dass man damit nicht einverstanden ist, wenn sich zum Beispiel, sagen wir mal, 4 Parteien zusammensammeln oder von diesen 4 Parteien 3 zusammensammeln und sagen, diese eine Partei mit dem Hund muss weg? Das ist tatsächlich auch ein häufig vorkommendes praktisches Problem. Ja. Und insoweit habe ich natürlich ein Grundrecht. Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 2 Grundgesetz, zu dem auch die Tierhaltung gehört. Aber dieses Grundrecht, mein Recht, endet dort, wo andere Rechte beginnen. Und die Rechte der Mieter auf Rücksichtnahme, auf Ruhe, falls der Hund zu arg bellen würde oder wie auch immer, müssen mit berücksichtigt werden. Und der Vermieter muss in der Endkonsequenz dann die Entscheidung treffen. Okay. Wenn er jetzt 3, 4 Mieter hat, die den Hund ablehnen und da kein Konsens gefunden werden kann, dann wird sich unterm Strich entweder die gerichtliche Auseinandersetzung nicht vermeiden lassen oder er wird gegebenenfalls den Mieter kündigen müssen. Und dann ist man wieder in der gerichtlichen Auseinandersetzung, wenn sich der Mieter dagegen wehrt, weil er ja sagt, das sehe ich nicht als berechtigten Anlass an, beziehungsweise als berechtigten Grund an. Und da muss der Richter den Einzelfall entscheiden und das ist eben nicht ganz unproblematisch. Aber ich habe sehr häufig Mandanten, die sagen, ich lebe jetzt schon seit Jahren in der Wohnung, habe eigentlich auch ein ganz gutes Verhältnis zu den anderen Mietern und jetzt haben sich meine Lebensverhältnisse so geändert, dass ich mir einen Hund anschaffen möchte. Ich möchte meinen Traum verwirklichen, möchte mir einen Hund anschaffen. Und habe den Vermieter schon gefragt, aber der Vermieter lehnt pauschal ab. Und in solchen Fällen rate ich dann eben auch an, wenn es sich um eine bestimmte Rasse handelt, die man erwerben möchte, dass man Informationen einholt oder wenn ich einen Hund aus dem Tierheim holen möchte, dass ich mir schon mal ein Foto beschaffe von dem Hund und dann notfalls mit einer Unterschriftenliste von Mieter zu Mieter gehe, mit dem spreche, den Hund inhaltlich vorstelle, vom Charakter her und so weiter, was ich von ihm weiß und dann darum bitte, dass der Mieter, der Nachbar unterzeichnet, dass er mit der Haltung dieses Hundes einverstanden wäre. Also genau umdrehen umgekehrt, und genau. damit dann zum Vermieter gehen und sagen, du magst zwar ein Problem mit dem Hund haben, aber die anderen Mieter haben kein Problem damit. Eine kleine Petition starten in eigener Sache. Eine kleine Petition in eigener Sache, genau. Okay. Und wenn jetzt beispielsweise der Vermieter oder auch die anderen Parteien dagegen sind und man gar keinen gemeinsamen Nenner findet, ist denn der Vermieter verpflichtet, die gesetzliche Kündigungsfrist einzuhalten oder kann auch eine Kündigung der Wohnung fristlos geschehen? Also fristlos geht regelmäßig dem Mieter gegenüber nur mit bestimmter Begründung und das wäre jetzt sicherlich keine Begründung, um eine fristlose Kündigung auszusprechen. Okay. Da müsste man sich wirklich Gedanken drüber machen, ob das Verhalten des Mieters vorher hätte abgemahnt werden müssen, ob eine bestimmte Anzahl an Abmahnungen hätte erfolgen müssen. Dann die Kündigung, wenn der Mieter nicht bereit ist, die Wohnung zu verlassen, schließt sich daran die Räumungsklage an. Das heißt, der Vermieter weiß auch, dass er einen bestimmten Zeitrahmen überbrücken muss. Und deswegen ist da auch wieder der Dialog einfach angesagt, dass man sich alle zusammensetzt und gemeinsam sollte man eine Lösung finden können. Also im schlimmsten Fall hat man immer noch die Kündigungsfrist, um sich beispielsweise etwas Neues zu suchen. Ja. Das ist schon mal Es auch gut zu wissen. Es ist auch manchmal eine Taktik, dass man sagt, Ja. okay, ich brauche noch ein bisschen Zeit, ich bin eigentlich schon dabei, eine andere Wohnung zu suchen, aber ich habe noch keine, ich brauche noch ein bisschen Zeit und das bietet uns als Anwälten natürlich dann auch die Möglichkeit, da entsprechend handeln zu können, muss man im Einzelfall dann tatsächlich auch betrachten. Okay. Jetzt hatten wir noch eine Frage, die sehr, sehr spezifisch war, aber die habe ich gelesen und dachte so, das ist ja merkwürdig. Und zwar wurden wir gefragt von jemandem aus unserer Community, da hat der Vermieter verlangt, dass der Hund bis zu seinem ersten Lebensjahr kastriert wird. Darf ein Vermieter so etwas verlangen?
Er darf es verlangen, aber er darf nicht erwarten, dass man dem nachkommt. Okay, also erwarten darf man schon, aber es muss nicht erfüllt werden. Nee, es muss nicht erfüllt werden. Also das wäre eine Forderung, die nach meinem Dafürhalten völlig unberechtigt ist. Wir haben da ganz klare Regelungen im Tierschutzgesetz, Ja. die es Tierärzten beispielsweise verbieten, Kastrationen vorzunehmen, wenn sie nicht medizinisch erforderlich sind. Und eine medizinische Erforderlichkeit könnte beispielsweise darin liegen, dass der Hormonhaushalt des Hundes geregelt werden soll dadurch. Wäre jetzt nur mal so ein Beispiel, weshalb ein Tierarzt sich überlegen könnte, in einem konkreten Fall, mache ich das oder mache ich das nicht. Aber nur um die Wohnung behalten zu können oder um die Wohnung zu bekommen, einen medizinisch nicht erforderlichen Eingriff vornehmen zu lassen, mit allen Risiken, die damit verbunden sind, halte ich für völlig unberechtigt. Und so einer Forderung eines Vermieters ist mit Sicherheit nicht nachzukommen. Okay. Ja, das war auch komisch für mich, als ich das gesehen habe. Aber ich dachte so, man weiß es ja nie. Irgendwie ist man ja doch in so einem Abhängigkeitsverhältnis in gewisser Weise als Mieter auch. Vielleicht ist da ja irgendwas dran. Also die Wohnsituation in Deutschland ist nicht die beste. Das Ja, ist ganz ja, klar, ja. Was man da in den Medien immer wieder mitkriegt, was da verlangt wird, da sträuben sich einem schon mal häufig die Haare. Aber das wäre absolut nicht akzeptabel, weil es ein ganz klarer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ist. Man darf laut Tierschutzgesetz Tieren nicht unberechtigt, ohne vernünftigen Grund Leiden, Schmerzen zuführen. Dazu gehören auch die Kastrationen. Ja. Wenn sie medizinisch notwendig sind, okay. Aber wenn sie nicht medizinisch notwendig sind, und das wäre so ein Grund hier, dem wäre nicht nachzugehen. Noch eine letzte Frage. Wenn es denn mündlich abgesprochen ist, also wir hatten ja auch schon oft mündliche Verträge mit dir besprochen, wenn wir mündlich eine Bestätigung kriegen würden, ja, es ist okay, ihr könnt mit eurem Hund einziehen und dann auf einmal sich herausstellt, nein, doch nicht. Wie kann man da vorgehen oder ist das überhaupt rechtlich so richtig? Also wir haben in dem Bereich auch keine Verpflichtung zur Schriftform. Das heißt, was schriftlich nicht fixiert ist, kann trotzdem wirksam sein. Es ist aber immer die Beweisfrage. Das heißt, habe ich einen Zeugen? Einen Zeugen. Okay. Ich komme immer wieder auf den Zeugen zurück. Habe ich einen Zeugen, dann wäre diese Regelung insoweit beweisbar und damit auch rechtens. Habe ich den nicht, dann kann es Schwierigkeiten geben. Gut, das war jetzt ein sehr wichtiges Thema, auch ein sehr wichtiges Thema, das viele von euch interessiert hat, denn die meisten wohnen ja in einem Mietverhältnis. Und wir empfehlen euch auch noch das Buch von Andreas. Wir verlinken es unten in der Infobox, denn da ist dieses Thema auch nochmal angesprochen, sowie ganz viele andere Themen rund um das Haustier. Also nicht nur für Hundehalter, sondern auch für Katzen, Pferderecht hast du auch sehr vieles. Also für viele von euch interessante Themen. Und falls du zum Beispiel jetzt auch in so einer Situation bist, wo du Probleme mit deinem Vermieter hast, kannst du natürlich gerne die Rechtsanwaltskanzlei von Andreas konsultieren. Wir werden alle Infos unten in die Infobox machen, damit du die Infos direkt parat hast. Und im nächsten Video kommt ein ganz, ganz skurriles Thema, und zwar reden wir über Schönheits-OPs. Bei Hunden. Ja, ganz komisch. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Mach's gut, tschüss. Tschüss.